Hallo, herzlich willkommen zu Purita. Ich bin's Rita und heute backen wir zusammen einen saftigen Apfelkuchen. Richtig lecker und passend zum Herbstbeginn. Ich zeige euch jetzt mal die Zutaten für unseren leckeren Apfelkuchen. Für den Mürbeteigboden benötigen wir 250 Gramm kalte Butter, 125 Gramm Zucker, ein Ei, 250 Gramm Mehl, 100 Gramm Stärke, 100 Gramm gemahlene Mandeln, eine Prise Salz, Abrieb einer unbehandelten Zitrone, 1 Teelöffel Vanillezucker. Für die gerührte Linzer Masse bzw. das Gitter brauchen wir 125 Gramm weiche Butter, 125 Gramm Mehl, ein ganzes Ei, 125 Gramm geröstete und gemahlene Haselnüsse, 100 Gramm Puderzucker, 3 Gramm Zimt, eine Prise Salz, Abrieb einer unbehandelten Zitrone und 1 Teelöffel Vanillezucker. Und für die Apfelfüllung nehmen wir 1 Kilogramm säuerliche Äpfel, ich habe hier die Sorte Breeburn, 50 Gramm Walnüsse, 20 Gramm Zitronensaft, 1 Teelöffel Zimt, 100 Gramm braunen Zucker, Abrieb einer unbehandelten Zitrone und 1 Teelöffel Vanillezucker. Für meinen feinen Apfelkuchen kommt heute diese charmante Französin zum Einsatz. Sie ist der Rahmen für den Star und sorgt für den nötigen Halt unserer köstlichen Apfelnussfüllung mit ihren idealen Modelmaßen von 28,5. Wir starten als erstes mit dem Mürbeteigboden. Dafür verwende ich dieses schicke Accessoire, ein sogenanntes Flachrührelement. So wird unser Mürbeteig optimal verknetet. Wie bereits bei meinem Zwetschgenkuchen wende ich auch hier das All-in-One-Verfahren an, was nichts anderes heißt, als alle Zutaten auf einmal in die Küchenmaschine rein und kneten. Zuerst das Mehl, dann die Stärke. Beides habe ich zuvor durchgesiebt, so wird der Mürbeteig homogen und klümpchenfrei. Und nun die restlichen Zutaten, die gemahlenen Haselnüsse, Zucker, die Prise Salz und einen gut gehäuften Teelöffel von unserem selbstgemachten Vanillezucker. Sobald alle trockenen Zutaten in der Rührschüssel versammelt sind, mischen wir alles gut durch. Nun ein wenig Zitrusfrische für unseren Mürbeteig, mit der feinen Raspel die Zitrone direkt darüber reiben, aber nur die äußere Schale, denn da sind die ätherischen Öle versteckt. Ich verschwinde mal kurz und hole mal die Butter aus dem Kühlschrank. Die habe ich bereits in Würfel geschnitten, wie man sieht, und wir geben sie zu den anderen Zutaten. So, jetzt noch das Ei aufschlagen. Und wir befestigen die Schüssel und den Rührarm. Küchenmaschine jetzt starten und auf kleiner Stufe laufen lassen. Übrigens, bei der Zubereitung von einem Mürbeteig ist es wichtig, zügig zu arbeiten. Das heißt, er darf nicht zu lange geknetet werden, da der Teig ansonsten zäh wird und sich beim Backen zusammenzieht. Nach 5 Minuten ist der Teig nun mehr glatt verrührt und wir nehmen ihn jetzt direkt mit der Teigkarte aus der Rührschüssel heraus. Den Teig kurz zu einer Kugel formen, anschließend direkt auf die Klarsichtfolie geben, flach drücken, verpacken und für mindestens 30 Minuten, besser noch für 1 Stunde in den Kühlschrank geben. In der Zwischenzeit können wir den zweiten Teig vorbereiten. Das ist eine sogenannte gerührte Linzer Masse und bei der ist es genau umgekehrt. Die Butter sollte zimmerwarm bzw. temperiert sein und die schlagen wir jetzt zusammen mit dem Puderzucker kräftig auf. So, zuerst die weiche Butter, dann die anderen 2 Kameraden, Puderzucker und die Prise Salz und dann unsere exotischen Aromen für die Harmonie. Etwas von der Zitronenschale und die Vanille, die darf natürlich auch nicht fehlen. Das Ganze schlage ich zuerst auf kleine Stufe auf und erhöhe dann auf die höchste für etwa 5 bis 7 Minuten. Und wenn die Masse an Volumen zugenommen hat und nicht mehr gelb, sondern fast weiß-cremig ist, können wir die Maschine kurz stoppen, zwischendurch mit dem Spatel die Teigreste vom Rand streichen, damit alles gleichmäßig untergemischt wird. Im Anschluss das Ei in die Rührschüssel aufschlagen und jetzt die ganze Zeit über auf kleiner Stufe laufen lassen.
Sobald das Ei verrührt ist, gebe ich die gemahlenen Haselnüsse bei. Währenddessen siebe ich kurz das Mehl durch. Jetzt kommt noch der Zimt dazu und der sollte auf keinen Fall in einem Linzer Teig fehlen. Nunmehr das gesiebte Mehl und das geben wir löffelweise bei, bis der Teig gut verrührt ist. Wir können die Küchenmaschine nun ausschalten. Kurz noch die Teigreste mit dem Silikonspatel runternehmen. So sieht unsere gerührte Linzer Masse aus, hat eine perfekte Konsistenz, schön cremig und die lassen wir jetzt mal bei Zimmertemperatur beiseite stehen. Wir kümmern uns jetzt um die Tartform und die fetten wir mit einem Backpinsel ein und zwar mit guter weicher Butter und das nicht zu sparsam. Wie man sieht, gehöre ich eindeutig nicht zu der Fraktion der KKK. Ich meine natürlich der Kalorien-Korinthen-Kakao. Beiseite stellen und ich hole jetzt den Mürbeteig aus dem Kühlschrank. Und den verteilen wir gleichmäßig zum Rand hin, indem wir ihn mit den Fingern flach drücken, bis die Tartform vollständig ausgekleidet ist. Die Tartform kommt jetzt nochmal für 1 Stunde in den Kühlschrank. Das lässt den Mürbeteig noch zarter werden. In der Zeit bereiten wir die Apfelfüllung vor und ich habe hier einen säuerlichen Apfel gewählt und zwar die Sorte Brie Burn. Eignet sich perfekt für einen Apfelkuchen. Und wir werden jetzt mal die Äpfel schälen. Und aus diesen Girlanden zaubern wir später leckere Apfelchips. Nachdem nun alle Äpfel geschält sind, halbieren wir sie, dann vierteln und nun den Stielansatz und das Kerngehäuse entfernen. Und anschließend alles in Spalten schneiden. Die Apfelspalten werde ich nun mit frisch gepresstem Zitronensaft beträufeln. Der Zitronensaft verhindert, dass die Äpfel nicht zuvor schnell oxidieren bzw. braun werden. So, hier habe ich braunen Rohrzucker, der unterstreicht hervorragend diesen säuerlich-süßen Geschmack der Äpfel und den vermischen wir mit einem Teelöffel Zimt und dem Vanillezucker. Was für eine Herbstsymphonie à la Vivaldi! Mit den Händen nun gut vermischen. Oh, die Zitronenschale habe ich natürlich vergessen. Also dann nochmals mischen. Nun kommt die charmante Französin jetzt kühl und reserviert aus dem Kühlschrank. Bevor wir die Äpfel auslegen, den Teigboden noch mit grob gehackten Walnüssen bestreuen. Die Apfelspalten jetzt kreisförmig auf den Mürbeteigboden verteilen, dabei dicht aneinander rein. Sobald alle Lücken mit Apfelstückchen gefüllt sind, streuen wir großzügig die Walnüsse darüber. Ich liebe Walnüsse. Und nun runden wir das noch ab mit unserem Zimtzucker, der sich im Ofen zu einer verführerischen Karamellschicht verwandeln wird. Als krönenden Abschluss bekommt unser Apfelkuchen seinen seidigen Überwurf. In einen Spritzbeutel gefüllt werden wir ein Linzer Gitter kreieren. Zuerst vertikal und dann horizontal in einem harmonischen Abstand. Wir schließen den Kreis und dann mit blanchierten Mandelblättern den Rand unseres Kuchens schmücken. Unser Apfelkuchen kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für etwa 50 bis 60 Minuten. Da ist er jetzt, unser Apfelkuchen. Wie das hier duftet nach Zimt und karamellisierten Äpfeln. Mit Puderzucker den Rand bestäuben. Und voilà, nun kann der Herbst beginnen mit einem Duft von frisch gebackenem Apfelkuchen. Und das ist meine Hommage an Marcel Proust.
In der Sekunde nun, als dieser Kuchengeschmack meinen Gaumen berührte, zuckte ich zusammen und war wie gebannt durch etwas Ungewöhnliches, das sich in mir vollzog. Ein unerhörtes Glücksgefühl, das ganz für sich allein bestand und dessen Grund mir unbekannt blieb, hatte mich durchströmt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Herbstbeginn. Bis zum nächsten Video, eure Rita.